Ich habe gemerkt, wie über Nacht die besten Freunde und die besten Kollegen zu Feinden wurden. Das hat mich persönlich erschüttert und dann habe ich gedacht, was kann ich als Person mit meinem Beruf dagegen tun? Инна! Да. Спасибо, Артем. Es gab natürlich Ängste im Vorfeld. Wie wird das gehen mit russischen Jugendlichen? Das kann ich auch nachvollziehen, auch die ukrainische Seite, weil die erleben jetzt im Moment in deren Land ist eine sehr schwierige Situation. Das Wichtigste vor allem von diesem Projekt, dass das Ganze positive menschliche Emotionen weiterträgt. Das ist das Wichtigste und alles andere. Ja. Schauen wir mal. It proves that music unites people, it unites cultures, and we're very happy to be here to present their talents here in Germany. Die Musiker, also aus der Ukraine und Russland und die deutschen Musiker, die verständigen sich während des Spielens ohne Sprache. Ich wollte, dass es bekannte Klassik ist einerseits und wir haben auch eine Uraufführung. Es war ein Zufall, dass ich dann mein Stück Five Dances in Old Style komponiert habe. Und Anna fragte mich, ja, vielleicht hättest du Interesse, Lust auch dieses Stück an Classic for Peace zu widmen und wir können mit Kammerphilharmonie Frankfurt hier zu einer Uraufführung bringen. Ich habe zugesagt. Ich habe gesagt, ja, lass uns das machen. Wir freuen uns jetzt auf die 3 Konzerte in Wiesbaden, Darmstadt und anschließend in Berlin im Bundesrat. Die jungen Menschen sind noch offen. Deswegen finde ich es super wichtig, dass man die zusammenbringt, gerade aus Ländern, die offiziell als Feinde betrachtet werden. Hey, Alisa, come on. Меня зовут Алиса Лебедева. Я играю на домре. Домра – это русский народный инструмент. Домра появилась даже раньше, чем балалайка. То есть можно сказать по-иному то, что домра – это бабушка балалайки, можно так сказать. Herzlich willkommen alle zu unserer Pressekonferenz. Я желаю еще очень восхитительных концертов, шикарнейшую публику. Вот, мы не знакомы были до этого, мы не знали друг друга. Стати професійним музикантом. Мене звати Іван Сомарук. Я дуже люблю свій інструмент акордеон. Я його вибрав, тому що мені подобається його звучання, взагалі специфіка цього інструменту, тут дуже багато можливостей.
Кожен перед виходом на сцену все одно є якась тривожність, бо відчувається відповідальність, велика відповідальність. Бо якщо, наприклад, грав на інших проєктах, там, наприклад, вийшло, а тут щось не вийде, це вже буде замітно, що або технікою там упав, або виконанням взагалі. Це теж дуже багато чого залежить від цього. Hat nicht geklappt. Bei 17, da müssen wir sofort in dieses Spanische kommen. Das ist ein Übergang machen. Ja. Ganz toll, hat mir sehr gut gefallen. Bravo. Ich habe nur Kleinigkeiten. Ab 10, also vielleicht es gibt so diese Steigerung, also nicht alle so mit sofort davor, sondern erstmal so etwas leichter. Okay, gut. Und dann, nicht alles. und dann noch mehr fort und Ja. dann kommt eine, ja? Ja, okay. Es gibt viele Stellen, die klingen so ein bisschen à la Barock vielleicht, in alte Musik, aber eigentlich ich komponiere schon in eine moderne Sprache. Das kann auch Leute ein bisschen irritieren. Ich glaube, dass wir sehr wenig Probenzeit haben dafür, dass wir fast 20 Stücke spielen. Es gibt sehr viele sehr begabte junge Leute. Es ist wahrscheinlich ein bisschen anders, als wenn wir vielleicht mit jemand in unserem Alter spielen würden. Aber wenn jemand super toll spielt, mit 16 ist das natürlich kein Problem. Also It's a little bit difficult with a headache and fever, because when you play on the violin in very big fever, you can hurt your muscles. So I'm a little bit nervous. Am Tag des Eröffnungskonzerts hatte Thomas Fieber. Und da haben wir natürlich uns sehr große Sorgen gemacht, ob er überhaupt spielen kann.
Piazzolla kann man sowohl mit Solo-Violine spielen als mit Solo-Flöte spielen. Der Sinn der Sache ist, dass die Jugendlichen so viel wie möglich zusammenspielen. Und dann habe ich Maria und Thomas gesagt, dann müsst ihr einfach abwechselnd die Melodie spielen. Ich bin sehr gespannt. Ich muss zugeben, dieses Stück ist überhaupt nicht so leicht. Da gibt es sehr viele schwierige Momente und Stellen. Mit Fieber trotzdem spielen und alles geben. So kann dann jeder sehen, wie wir unterstützen. Vielen Dank. Но это пока что только первый концерт, и впереди еще у нас есть парочку концертов, на которых придется попотеть. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Für mich einfach absolut Highlight, dass in unsere schwierigen Zeiten Leute aus der Ukraine und Russland zusammen Musik machen, da wo Politiker keine gemeinsamen Wörter finden. Sie sind alle herzlich eingeladen am 3. September in die Pauluskirche. Zu unserem Konzert kommen Sie gerne. Ursprünglich sollten es 10 ukrainische und russische Musiker kommen
Und jetzt haben wir nur 9, weil eine Teilnehmerin, eine sehr junge, begabte Geigerin, die ist 11 Jahre alt. That girl from Donetsk, the city of Donetsk, which now you know it's controlled by this self-proclaimed Donetsk Republic. And I had a talk with her dad, and she was a little bit afraid that because now they have these checkpoints. Die können aus der Stadt einfach nicht rausfahren. Das ist nicht nur zu gefährlich, alle Ausfahrten sind zu. Man kann höchstens nur mit einem Auto über ein Feld fahren, was mit Minen belegt ist. Das zeigt mir, dass wir Musiker, wir können nicht gegen Panzer und Waffen kämpfen, wir sind machtlos. Ja? Aber das heißt nicht, dass diese ganze Initiative einfach nur ein Farce ist. It's so boring. This is a grateful. So long. Long. Very interesting. Like a turtle. Yeah? Yeah. It's very interesting. No. Yes. No. Yes. Maybe. But it's so boring. Yeah, it's fast, but it's not hard. It's show like a hard. You see it's hard, but it's not true. The hard part is that when you play speed, that if you hear, you should hear all notes what I play. I can play fast and you see only something all my melody, and I must do that you hear all notes. This is the most difficult. Wir sind ja Künstler und wir sind immer auf der Suche. Wir wollen jeden Auftritt verbessern und auch immer was entwickeln, sonst wäre es ja uninteressant. Ich wollte eigentlich immer Geige spielen. Ich habe als Kleinkind ein Bild von einem Geiger gesehen und ich war davon total begeistert. Ich war angeblich 2,5. Труднее в церкви играть из-за акустики. Нужно играть более точно, потому что звук расплывается. I practice a lot and many things are better than last time.
Нужно. Давай. Угу, что там пишет? Ты ничего не пишет. А пишет сколько там? Да. 42? И публика очень теплая. Не, меня принимают всегда тепло, но здесь особенно, по-особенному. Тебя не скроют под 42, да. 42. У меня, видишь, высоко было. Мне больше всего запомнилось то, как я именно пульт уронила. Нет, замешательства не было, наоборот, мы настроили подходящий зал. Berlin war natürlich geografisch für uns ein Höhepunkt. Das ist eine sehr große Ehre, im Bundesrat den Tag der offenen Tür zu eröffnen. Ну, больше всего в Германии мне понравилось, ну, во-первых, сам город, сама страна. Мне очень понравилось. Но больше всего мне понравилось то, что мы все очень сильно сдружились. Confessions of a Shopaholic. На русском Берлин, на русском. Ой-ой-ой-ой-ой. Все. He's handsome and he's strong, adventurous. Не трогай живот, я сейчас взорвусь. Сама не держи спину. Ай! Естественно, я подружился с ребятами из Украины. Они вообще обалденные.
Надеюсь, вы приедете к нам в Россию. Draußen war geplant, dass wir auch mit Orchester spielen und dann plötzlich haben wir festgestellt, dass die Bühne viel zu klein ist und dass die total bebaut war mit anderen Instrumenten und die konnten man gar nicht wegräumen. Also das hieß, dass das Orchester gar nicht auf die Bühne passt. Dann haben wir gesagt, was könnt ihr spielen? Und dann haben sie uns wirklich gerettet. Wir haben natürlich so viel Repertoire, so dass sie jetzt 2 Stunden allein spielen könnten. Und die waren auch sogar ein bisschen traurig, dass sie nicht so lange spielen dürfen. Wir müssen unser Programm total umstellen. Wir haben die Aufführungszeiten von Bundesrat bekommen und da muss man natürlich harte Entscheidungen treffen. Also, wir spielen Vivaldi, Vincent Bach, Fritz Kreisler, Alexander Tsigankov, Kalinka, dann kommt Solostück Akkordeon Bayan und Mozart. Ich würde vorschlagen, 1:55 treffen wir uns alle hier und um 1:30 müssen wir gemeinsam nach unten gehen, weil das Programm von dem Ministerpräsidenten ist sehr straff natürlich geplant. Ich habe die große Freude, Ihnen nun eine musikalische Gruppe ankündigen zu können. Sie kommen aus Russland und der Ukraine, 2 Länder, die im Krieg miteinander stehen. Wenn junge Menschen sich zusammenfinden, Grenzen überwinden, gemeinsam musizieren für den Frieden, ist dies eine der besten Botschaften, die man geben kann. Eine Botschaft der Hoffnung und der Freude. Ich habe extra für diese Musiker, für diese Gruppe Ensembles arrangiert, wo sie miteinander spielen. Am Anfang bei den Proben musste ich einigen erklären, dass sie nicht einfach nur auf sich konzentrieren, sondern um zusammen zu spielen, da muss man viel mehr aufeinander hören.
Okay, prima. Also alles Gute, lass dich klar. Ja, wir machen es weiter. Das ist nur der Start. Classic for Peace richtet sich nicht nur auf Ukraine und Russland, das ist international gedacht. Es gibt ja so viele Brennpunkte auf der Welt und da schweben mir viele Ideen auch vor, wie ich über Musik zumindest friedliche Zeichen setzen kann. Und vielleicht gibt es dann doch eine Hoffnung, dass einer oder andere sagt, ja, ich möchte aber nicht gegen den anderen kämpfen, weil wir sind Menschen. Ja, Banan, ja, Banan, Shishu Banan, Shishu Banan, Doim, Nanamai, Doim, Nanamai, Yatayu Param, Yatayu Param, Bananis! Я получил огромный опыт и в музыкальном плане получил опыт. Мне все понравилось. Arjam! Я думаю, надежда есть всегда, и мы будем надеяться на то, что так и будет, то, что мы все снова опять встретимся не на короткое время, а опять же вот в какой-нибудь опять в проекте будем участвовать. Все, кто был задействован в этом проекте, мы все как-то сдружились, стали одной семьей. Ну, хотів би я зустрітися з ними, але так чисто десь піти у якийсь кафе, щось пограти у більш такому неофіційному залі, як ви кажете. Die Zukunft hängt von den jungen Menschen ab. Klingt vielleicht naiv, aber wenn auch irgendwann auf der Welt Frieden herrscht, dann muss man trotzdem dafür sehr viel tun. Man muss den Frieden pflegen.